Der Wind peitschte Schnee über die weitere Bein, als wollte ihr die Welt ausradieren. Helena zog den Mantel enger ihre Schultern und drückt die Zügel in den klemmen Händen zusammen. Ihre Wagen naht unter dem Frost. Das Holz spannte sich wie lebendig. Hort, der Einsig laut war. Das hat Schnorben ihres müden Wolks. Sie tegen hatten niemanden gesehen. Weder Reiter noch Spur eins Wages. Nicht einmal Rauch im Horizont. Nur Schnee, Wind und die endlos still, die einem langsam die Hoffnung stohl. Hinter ihre Schleif tockte Lenny. 10 Jahre alt, in ein Deck gewickelt. Das Mädchen war tapferer, als keine sein sollten. Die Augen viel zu ernst für ihre Alter. Helena wusste, dass es nicht mehr lange weitermachen konnte. Der Proviant war fast aufgebraucht, der Schnee immer tiefer. Als der Wagen plötzlich gegen einen verborgenen Felsen krachte, vor ein gellender Schlag durch den Stamm. Das rechte Rad brach auseinander. Wie Truckins Hals. Das Ferd schut, der Wagen sackte seitlich in ein Schneewie. Helena hielt sich in der Seitenwand fest, spürte, wie der kalte Atem des Winters ihr Gesicht peitschte. Einen Moment lang dachte sie, dies sei das Ende ihres Weges. Doch dann sah sie durch das Wehend weiß ein Dunkel. Form, rechteckig, groß, ein Dach, ein Haus. Lenny, flüstert sie rau. Watch auf, Liebling. Wir haben wir leicht Glück gefunden. Gemeinsam stafften sie durch den niehohen Schnee den Hügel hinauf. Der Wind biss in Helenas Wangen, ließ die Haut brennen. Das Haus war alt, zweistöckig. Sein Fenster blind vor Eis. Die Veranda hing schief. Als hätte sie sich vor der letzten Jahre vernäht. Helena legte die Handen die Tür. Sie gab nach. Schwergängig, aber nicht verschlossen. Drinnen herrschte ein Still, die fast zu hören war. Alte Möbel standen im Dämmerlicht. Ein Ofen aus schwarzem Eisen thronte in der Ecke. Staub glitzert wie Frost auf seinen Kanten. Lenny klammert sich in Helenas Arm, glaubst du, gemmend Lip higher. Wenn dann sind sie länger unterwegs, murmelt Helena. Die Luft rock nach altem Hals und würde sen. Helena öffnet den Ofen. Kalte Asch fiel heraus, aber das Nier war trocken. Sie hat noch zwei Sandhälse. Im einem stillen Gebet strich sie einzeln. Es flackert, fing Feuer an einem Bundel trockenes Bein, das sie von der Veranda geholt hat. Langsam, sehr langsam erwacht das Eisen zum Leben. Als die kleine Flamme wuchs und der erste Horch von Warm den Raum erreicht, atmet Helena zum ersten Malseat tegen frei durch. Lenny lächelt schwach. Mama, der Ofen erinnert sich. Wir legt erinnert auch das Haus sich, flüstert Helena. Und zum ersten Mal schien die still nicht feindlich, sondern wachsam, als lausche sie. Als Morgenlicht durch die verreisten Fenster drang, war das Haus nicht mehr so feindlich kalt wie im Vorabend. Der Ofen hielt erstaunlich gut die. Warm. Helena durchsucht die Raum. Nach spüren frühere Bewohner. Sie fand eingestößte Tapeten. Verlassen Betten, ein alte Wage. Die blicklos im Wind naht. Doch das Gebäude war stabler, als es aussah. Sie schafften das Ferd in die halb eingestößte Schön. Wasser ausdem Brunnen war klar und eisig. Für einen Moment fühlte sich als beinahe sickern. Dann sah Helena gegen Mittag ein Dunkel. Gestalt auf dem Weg. Sie griff instinktiv nach der Schrotflint. Die am Turmen stand. Ein Reiter nähert sich langsam. Ein Mann im grauem Bart und einem Mantel, der bessere Seiten gesehen hat. Seine Bewegungen waren ruhig, unaufdringlich. Guten Tag, rief heißer, den hat Luftend. Das ist ein Holzhaus. Hab lang keinen Rauch mehr aus diesem Kamin gesehen. Helena zögert. Wir mussten hier Zuflucht suchen. Unser Wagen. Bruchem Rad, vermute ich? Der Mann nickte, als hätte es schon gewusst. Diese Bein ist voller Felsen. Ich heiß Konrad Mies. Überreichte IHR ein Bundle, Souls, etwas Mehl, ein kleines Fläschchen Lampenol. Hab immer was dabei. Man weiß nie, wenn der Winter erwischt. Sein Güte überraschte sie. Wir können nicht zahlen.
hab ich nicht verlangt. Konrad trat über die Schwell und blieb stehen. Also die warm spurti. Unglaublich. Der alte Eisenofen brennt wieder. Wissen Sie etwas über dieses Haus? Fragte Helena Lies. Mehr, als mir lieb ist, antwortete Es gehört einst einem Paar, das Jedekannte, Emil und Rosa Stein. Sie liebten dieses Tal, aber der Winter nahm sie auseinander. Erzählt, wie sie starb, wie den Ofen am Leben hielt, bis sein Kraft versiegte, wie das Haus sei das Stillhaus genannt wird, ein Ort, den niemand betrat. Das Haus ist nicht bös, sagte Konrad Lies. Es ist nur leer. Helena sah zum Ofen. Schnauft Lies, als at mir. Konrad reparierte mighty das Terschanier. Warend Lenny Zusa und Neugierig Fragen stellte. Am Abend verabschiedete sich. Komme in 5 Tagen wieder. Falls bleibt. Oder falls Hilfe braucht. Warum helfen Sie uns? Fragte Helena. Konrad sah sie langeren. Weil niemand allein gegen den Winter bestehen sollte. Als im Schneetreiben verschwand, spürte Helena etwas Unerwartetes. Nicht Angst. Hoffnung. 5 Tage Virgingen im ständigen Rhythmus aus Feuerholz spalten. Wasser holen, Essen rationieren. Doch das Haus, einst starr und tot, begann sich zu verandern. Die Wände nahten nicht mehr klagend, sondern warm. Die Fenster hörten auf zu sitzen. Im Flurrock es Nackholz statt Nackstorb. Lenny blüht auf. Zeichnet klein Tier mighty Kohli auf Bretter. Die im Schuppen fand, und stellte wie Wacken im Wohnzimmer auf. Damit das Haus weiß, das wir Freund sind, erklärte Eins abends fand Helena hinter einer losen Dial im Schlafzimmer ein alte Blechdoos. Darin lagen vergilbte Brief, sorgfältig zusammengebunden. Emil hatte an Rosa geschrieben. Wort voller Hoffnung, Zweifel. Einem Kampf gegen das endlos Weiß. Ein Brief schnitt besonders tief. Wenn dieses Haus jemals wieder sieht, möge ein Family sein, die ihm zurückgibt. Was wir ihm Gentleman haben, warm. Helena weinte Lies. Als Konrad am 6. Tag statt am 5. Erstchen, war sein Fürd erschöpft. Entschuldigt die Verspätung, kugte Stumm im Norden. Trat ein, so die Spielzeugfiguren. Die geflickt Wand, den brennenden Ofen, und blieb sprachlos. Ich hab das Haus geweckt, murmelte Es klang nicht wie ein Kompliment, sondern wie Ehrfurcht. In dieser Nacht rast ein Stumm heran, schlimmer als die vorherigen. Die Fenster bogen sich nach innen, der Wind heulte im Kamin, der Ofen glut rot. Helena, Lenny und Konrad kämpften gemeinsam. Stoppten Ritzen, befestigten Balken. Warfen Schnee vom Dach. Gegen Morgen fiel der Wind plötzlich in sich zusammen. Die Welt lag weiß begraben, aber das Haus stand. Konrad wandte sich Helena zu. Habt es gehalten, sagte Wir hatten aufgegeben. Doch bevor Helena antworten konnte, klopfte es leisen die Tür. Eine Frau stand draußen im Schnee, ein Säugling in die Brust gepresst. Bitte, horchte sie. Habe den Weg verloren. Helena trat sofort zur Seite. Kommt hierin. Hier freiet niemand. Als die Frauen Führer zusammenbrach und zu weinen begann, begriff Helena etwas. Nicht hat dieses Haus gefunden. Das Haus hat gefunden. Die junge Mutter, heiß. Marlene, blieb mehrere Tage. Ihr Baby schlief endlich warm. Konrad brachte zusätzlich Decken vom Außenposten. Das Haus, einst ein Ort des Schweigens, füllte sich mighty Stimmen, Schritten, Lachen. Sogar der Wind schien weniger streng zu pfeifen. Bald sprach man im Tal über das wiedererwachte Haus. Ein alter Mann mighty verletztem, being such der Zuflucht. Ein Handler, dessen Wagen im Morast stecken blieb. Eine schwange Frau, die den Weg zu verwandten nicht rechtzeitig schaffte. All fand den im Haus warm, und ließen etwas zurück. Ein Geschnitzmesser, ein Bundel Kräuter, ein Flickdeck, Geschichten. Lenny nannte es irgendwann das Warmhaus. Und der Name blieb. Als der Frühling kam, begann die Erde rund das Haus zu tauen. Der Bach und Ten im Tal murmelt wieder.
Blumen wagten sich durch die dann Schneeschicht. Helena arbeitet im Garten, während Lenny Stein sammelte. Am einen kleinen Weg zu legen. Einzabens Özchen ein Tier Frau Emitie einem Gestock. I Augen waren grau wie der Himmel vor einem Stamm, aber warm. Ich such das Haus der Steins, sagte sie. Helena führte sie hinein. Die Frau stand lange vor dem Ofen, legte die Hand auf das Warmeisen. Ich bin Roses Nichte, flüsterte sie. Ich dacht, dieses Haus sei für immer verloren. Helena sagte die gefundenen Brief. Die Frau weinte still, wischte sich über die Wangen und sagte schließlich, mein Family hat dieses Land nie zurückgefordert. Wenn dieses Haus wiederbleibt habt, gehört es euch. Sie legte Helena ein altes, brüchiges Dokument in die Hand, den ursprünglichen Besitzbrief. Helena war sprachlos. Doch als sie Lenny nach draußen rennen sah, lachend und barfuß im feuchten Gras, wusste sie, das war Zuhause geworden. Konrad saß an diesem Abend der Meidi in einem Tisch. Das Licht des Feuers spiegelt sich in seinen Augen. Dieses Haus, sagte wird noch viel Winter überstehen. Solange Menschen wie darin leben. Helena sah in die Flammen, in denen sich Vergangenheit und Zukunft mischten. Es ist nicht mehr das Stillhaus, sagte sie. Konrad nickte. Nein, es lebt wieder. Und als die Nacht hierin brach, brannte im Warmhaus ein Licht, das man weit über das Tal hinaus sehen konnte. Warm, still, unvergänglich. Ein Zuhause. Ein Versprechen. Ein Ort, an dem niemand frieren musst.